Hallo zusammen, ich habe heute die Ehre, euch was ganz Neues vorstellen zu dürfen, was wir hier bei uns haben. Und zwar ist das dieser kleine hier neben mir. Das ist der neue Edge-Out Camper aus Südafrika, den wir im Programm haben. Der passt hier so wie bei uns in den Showroom zum einen gut ins Wohnzimmer, aber auch in die Wildnis nach draußen. Ist in der Art und Weise, wie er gebaut ist, was ganz Neues aus einem PE-Kunststoff. Dazu kommen wir dann im technischen Teil noch ein bisschen genauer drauf zu. Wie schon erwähnt, aus Südafrika, Kapstadt um genau zu sein. Der ein oder andere, der uns Genesis Import schon ein bisschen kennt, wird schon darauf kommen, wo da der Zusammenhang ist, weil wir ja viel mit Alucup zusammenarbeiten, die auch aus Kapstadt kommen. So kam das Ganze eben auch zustande, als mein Chef Dror zuletzt bei Alucup unten war. Kam ihm dann ein Auto mit einem Edge-Out entgegen, wo er dann hinterhergefahren ist, weil wir in die Richtung Offroad-Trailer ein bisschen was machen wollten. Und was er jetzt alles kann und was wir alles damit machen können, zeigen wir euch jetzt hier in diesem Video. Anfangen beim Camper tun wir mal mit den technischen Fakten, ganz grob, Gewicht, Maße und alles. Beim Gewicht wiegt der leer 750 Kilogramm, ist zugelassen auf 1,3 Tonnen. Das heißt, ich kann noch mal bis zu 550 Kilogramm Zuladung draufpacken, sprich Wassertank. Da habe ich jetzt 110 Liter drinnen, das heißt, da kann ich einiges mitnehmen, um auch autark zu sein. Ich habe eine Länge von der Achse vorne bis nach hinten von 4,50 Meter bei einer Breite von 2,16 Meter und einer Höhe inklusive dem Rack obendrauf von 2,12 Meter. Die Stützlast an der Vorderachse beträgt 75 Kilogramm. Das heißt, eigentlich so ziemlich jedes Fahrzeug, auch kleinere Fahrzeuge, können diesen Anhänger ziehen. Der erwähnte Wassertank mit den 110 Litern liegt auf der Achse. Das heißt, hier komme ich nicht in die Bredouille, wenn ich den voll habe, dass ich dann Angst haben muss, ist meine Stützlast zu hoch, muss ich noch irgendwas umlagern, ist alles kein Problem. Auf den allerersten Blick kann ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sich denkt, 750 Kilogramm klingt unlogisch bei doch diesem relativ groß aussehenden Camper. Das liegt daran, am Material, aus dem er gefertigt ist. Das ist ein PE-Kunststoff, im Rotationsgussverfahren nennt sich das. Man kann sich das vorstellen wie beim Schoko-Nikolaus, so wie der eben hergestellt wird, dass er innen hohl ist. Das gleiche funktioniert hier. Genauso, wir haben hier einmal diese graue dunkle Platte und wir haben hier diese hellgraue Platte sozusagen, die hier in diesem Rahmen befestigt werden. Und die sind innen hohl, haben dann nochmal dasselbe Material als Schaumstoff, als Isolierung zwischendrin. Das heißt, es ist auch ein 4-Jahreszeiten-Camper und für den Winter gut geeignet. Und der Vorteil von diesem Material ist einfach, es ist leicht, wir sind bei 750 Kilogramm. Er ist super robust, das heißt, ich kann hier wirklich klopfen, wie ich möchte. Auch bei Kälte jetzt habe ich kein Problem. Rosten kann es auch nicht. Das heißt, das ist wirklich ein Camper, der Generationen überdauern kann sozusagen. Kommen wir jetzt zur Technik, die unten drunter steckt. Wir haben hier einen Leiterrahmen mit Anhänger- und Bremstechnik von Knott. Das heißt, auch hier wurde es sich für einen qualitativ hochwertigen Hersteller entschieden, weil das natürlich auch dann die Fahrzeugsicherheit betrifft und da will man immer auf der sicheren Seite sein. Als nächster Punkt bei der Außenhülle haben wir hier dieses Staufach vorne. Das ist jetzt das Gegenstück sozusagen zur Küche, wo ich eben mit der Stützlast spielen kann. Das heißt, wenn ich jetzt die Küche sehr voll lade, habe ich hier die Möglichkeit, vorne auch noch ein bisschen Gewicht drauf zu bekommen. Das ist hier so geschützt, lässt sich hier einfach einklemmen. Hier ist jetzt schon der Tank für die Standheizung mit drinnen. Das heißt, das ist hier vorne verstaut, lässt sich hier auch leicht nachfüllen. Ich kann es auch einfach rausnehmen und dann wieder voll machen. Außerdem könnte ich hier beispielsweise noch meine Gasflasche für die Küche hinten lagern und habe das dann eben hier vorne auch aus dem Weg. Als nächstes kommen wir zu den seitlichen Elementen, sage ich mal. Hier haben wir den Einfüllstutzen für den Wassertank. Wie gesagt, 110 Kilo, hier oberhalb der Achse. Obendrauf haben wir noch ein Rack-System. Das ist so immer beim Camper schon mit dabei. Dadurch hat man ein paar Optionen mehr, wie man das Ganze für sich individuell nutzen möchte. So, jetzt ist es eigentlich ein Camper für 2 Personen, die eben unten schlafen können. Man könnte hier oben drauf noch ein Dachzelt draufpacken, dann wäre es passend für 4 Personen. Markise, Solarzelle, alles Mögliche kann man sich hier oben drauf machen. Die Verkabelung für Solar ist auch schon vorgelegt, das heißt, man muss das nur Plug and Play und fertig. Rollen tut das Ganze auf 2 16 Zoll Felgen von Borbet und als Reifen darunter, drumherum, gibt es die 235er 65 R16 von Grabber als AT-Version, also quasi für, auch hier wieder für alle 4 Jahreszeiten nutzbar und dadurch braucht man sich da keine Sorgen machen mit Reifenwechsel oder anderem Thema. Zum Bewegen im Stand hat der Edge-Out immer 4 Rangiergriffe, 2 hinten, 2 vorne. Das heißt, man muss hier nicht irgendwie gucken, dass man an die Oberfläche rankommt, um das zu bewegen.
Ebenfalls für den Stand hat man hier diese 2 Stützen nochmal, dass man das Ganze eben nochmal hinten auf festen Boden bringen kann. Was ihr hier unten sehen könnt, ist von der Standheizung aus dem Zubehör. Dazu kommen wir dann gleich, wenn wir hinten mal die Heckklappe mit der Küche aufmachen. Jetzt erstmal nochmal den Rest zur Außenhülle. Hier hinten haben wir noch einen Reserveradhalter, der ist so auch schon immer mit dabei. Das heißt, man kann sich da auch noch ein drittes Rad mit dran setzen, dass man da eben auch für etwaige Offroad-Touren gerüstet ist und bei einem Platten eben nicht den Hänger stehen lassen muss, sondern eben das einfach wechseln kann. Fahren darf man mit dem Edge-Out 80 km/h. Als Zubehör gibt es aber auch die 100 km/h Zulassung. Dafür wird nur ein bisschen was noch an der Dämpferaufnahme verändert und dann kann man auch mit 100 km/h in den Urlaub fahren. Als nächstes kommen wir zur Küche. Die ist hier gut abgeschlossen, doppelt hält besser und ist dann mit einem Griff nach oben geöffnet. Wir gehen das Ganze mal von oben nach unten durch. Ganz oben haben wir eine LED-Lampe. Das heißt, man hat auch hier im Dunkeln noch etwas Licht. Hier habe ich nochmal meine überproportional stark gefestigte Zeberrolle, immer griffbereit. In der nächsten Stufe habe ich hier Abdeckungen für den Küchenbereich. Die sind aus Filz, damit das Ganze auch diese 750 Kilo Leergewicht schafft. Eben wird alles so gebaut, dass es so leicht wie möglich ist. Hier haben wir jetzt beispielsweise noch einen kleinen Auszug für Küchenzubehör. Hier haben wir nochmal einen kleinen Wasserkorb, der kommt gleich zum Einsatz. Hier kann auch nochmal Filz, hier kann auch noch weiteres Zubehör verbaut werden. Beispielsweise eine Kaffeemaschine oder ein Thermomix, wer ohne nicht kann im Urlaub. Hier haben wir dann eine relativ große Ablagefläche. Da ist gerade noch, da er so frisch ausgeliefert wurde, eine Schutzfolie drauf. Die kommt dann natürlich ab. Als nächstes habe ich hier unten dann einen Kühlbox-Auszug. Die Kühlbox hier ist Zubehör, kann man aber natürlich mitbestellen. Diese hat jetzt 2 Fächer. Ich kann voneinander getrennt kühlen und frieren. So zum groben Überblick. Die hier hat jetzt 56 Liter, mit einem Fach hat es die 2 Liter. Das ist so der Platz, den man in diesem Fach hat für eine Kühlbox. Hier links habe ich noch ganz bisschen Stauraum. Das heißt, alles, was ich so schnell zugriffsbereit haben möchte, kann ich mir einfach hier rausnehmen. Und auch hier kann ich den Schwerlastauszug wieder ganz einfach und simpel reinschieben. Hier auf der anderen Seite ist der Küchenblock. Wir fangen mal unten an. Hier unten ist mit Schaumstoff, sind ein paar Fächer drinnen für Tassen und Teller, damit das Ganze eben auch im Gelände, wenn es Offroad geht, nicht hinten dann einem entgegenkommt, wenn man das nächste Mal die Hecktüre öffnet. Da drüber ist auch nochmal ein Staufach für Besteck. Hier haben wir auch noch diese kleine Fernbedienung. Damit kann man ein bisschen Licht anmachen. Es gibt auch verschiedene Modi. Und natürlich für die ganz Harten unter uns gibt es noch das nächste Level. Und dann ziehen wir mal das Spannendste an diesem Block heraus, nämlich den kompletten Küchenblock. Hier nur zur Info, kann ich natürlich das hier immer noch rausziehen, wie ich möchte und muss nicht erst die Küche zuschieben dafür. Hier oben habe ich ein Doppelkochfeld, ein Doppelgaskocherdochfeld von Dometic. Dafür schließe ich hier hinten meinen Gasflaschenanschluss an. Der Vorteil daran, dass ich die Gasflasche vorne habe und das Ganze hier immer nur anstecke, ist, dass ich keine Gasprüfung machen muss, wie jetzt bei einem anderen Wohnmobil oder Wohnwagen, wo das Ganze fest verbaut wäre. Hier auf der anderen Seite habe ich jetzt noch das Spülbecken. Wo ist es? Hier ist einmal der Hahn und von hier unten klappe ich dann den Beckenrand nach oben. Nehme dann nur noch mein Spülbecken, füge es hier rein. Meine Pumpe steuere ich von hier drinnen und da kommt jetzt dann eben warmes oder kaltes Wasser raus. Kann ich auch hier einfach wieder ausmachen. Das hier kann ich raushängen. Ich schütze jetzt in der neuen Halle lieber mal nicht durch die Gegend und kann das Ganze dann wieder innerhalb von Sekunden einklappen und zuschieben. Hier unten haben wir dann noch einen kleinen Wasserhahn. Ich mache ihn jetzt lieber mal nicht auf. Der ist zum Ablaufen vom Wassertank. Das heißt, ich kann das Ganze ein bisschen nach hinten kippen. Dann habe ich hier den tiefsten Punkt und kann den Tank eben über den Winter ausleeren. Der nächste Punkt ist ein recht wichtiger, und zwar geht es dabei jetzt um die Elektrik und die Technik, die wir im Edge-Out verbaut haben. Wir unterscheiden da beim Edge-Out immer von 2 verschiedenen Modellvarianten. Wir haben einmal den Basic und wir haben den Comfort. Der Comfort hat nochmal deutlich mehr Zusatzausstattung, was eben die Elektrik angeht, aber auch weiteres Zubehör. Wir fangen mal damit an, was immer grundsätzlich verbaut ist, in beiden Varianten.
Da gibt es zum ersten den DC-DC-Laderegler. Der ist dafür da, dass das Fahrzeug die Batterie des Campers während der Fahrt mit Strom versorgt. Dazu ist außerdem immer der Solarstecker auf dem Dach mit dran, zusammen mit einem MPPT-Laderegler, dass das quasi direkt an die Batterie dann laden kann. Außerdem ist seitlich hier ums Eck nochmal ein Solarstecker für ein Faltpanel. Der ist ohne MPPT-Solarladeregler, das heißt, dort müsste man eben ein Solarpanel nehmen, was diesen Stecker mit beinhaltet. Die Steckdosen, die wir jetzt hier sehen, sind auch immer mit dabei. Das heißt, ich habe hier einmal eine 12 Volt Zigarettenanzünder-Steckdose. Hier sind nochmal 2 USB-Buchsen. Ebenso habe ich immer eine Wasserpumpe mit verbaut, die eben meine Küche hier hinten versorgt. Lichter hier hinten wie innen drinnen und auch USB-Steckdosen innen drinnen sind auch immer mit dabei. Jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Beim Basic ist es so, dort ist eine 80 Ampere-Stunden AGM-Batterie verbaut. Bei der Komfort-Variante ist dort eine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Was sind da so die Unterschiede? Die Lithium-Batterie kann quasi diese 100 Ampere auch wirklich abrufen. Bei einer AGM spricht man so von ca. 50% Leistung, die sie wirklich erbringen kann. Das heißt, ich habe quasi statt 40 Ampere-Stunden habe ich 100 Ampere-Stunden mit an Bord, wodurch ich eben viel flexibler bin und autark stehen kann. Außerdem haben wir beim Comfort, so wie er jetzt hier steht, das ist nämlich quasi ein Comfort, haben wir hier hinten drinnen noch eine Standheizung mit verbaut. Die ist direkt oberhalb von der Batterie, damit, wenn es mal wirklich kalt ist, kann die Abwärme der Standheizung etwas helfen, dass die Batterie länger funktioniert, weil sie ab einem gewissen Punkt zwar noch Leistung abrufen kann, aber nicht mehr geladen werden kann. Auf der anderen Seite hier, wir fahren das hier mal wieder rein, haben wir auch, wir bleiben jetzt alles, was jetzt kommt, komplett bei der Komfort-Variante. Wir haben jetzt hier drinnen auch noch einen Wasserboiler mit einem 5 Liter Volumen. Meinen verbauten Boiler kann ich hier über dieses Panel mitsteuern, wo auch die Pumpe ist. Wenn ich jetzt unterwegs bin und autark stehe, benutze ich diesen 12 Volt Knopf. Dadurch läuft der Boiler etwas langsamer und energiesparender und zieht mir nicht die komplette Batterie leer. Wenn ich jetzt auf dem Campingplatz stehe, kann ich diesen 230 Volt Schalter verwenden. Dafür ist hier draußen extra ein Landstromanschluss. Wir sind hier immer noch bei der Comfort-Variante. Mit diesem Landstromanschluss kann ich meine Batterie laden. Ich kann meinen Boiler eben mit 230 Volt betreiben und ich habe hier auch nochmal 2 230 Volt Steckdosen. Das heißt, dann kann ich auch meinen Föhn oder etwaiges Zubehör direkt mit anschließen. Diese Steckdosen funktionieren aber nur, wenn Landstrom an ist. Also der Camper hat keinen Wechselrichter mit verbaut. Wir fassen nochmal kurz zusammen, was sind die Unterschiede zwischen Basic und Comfort. Beim Basic habe ich eine 12 Volt AGM-Batterie mit 80 Ampere-Stunden verbaut. Beim Comfort eine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Außerdem habe ich zusätzlich beim Comfort noch einen Warmwasserboiler und eine Standheizung mit drinnen. Ich habe einen Landstromanschluss direkt mit verbaut, der die Batterie mitladen kann und bin damit deutlich autarker unterwegs. Hier unten dran haben wir noch die Dusche. Das heißt, die versteckt sich auf der Beifahrerseite unter der Tür. Lässt sich hier rausziehen, ist ein ganz einfacher Duschhahn. Lässt sich kombinieren mit einer optional erhältlichen Duschkabine und kann dann eben jederzeit verwendet werden. Mit dem 12 Volt Durchlauferhitzer auch für eine warme Dusche dann geeignet. Nun schauen wir uns mal den Innenbereich vom Edgeout an. Dafür öffnet man einfach hier die Tür. Wir haben natürlich 2 Türen, hier und drüben eine. Das Ganze ist auch abschließbar. Und ich habe in meiner Tür hier drinnen ein Schiebefenster, ein Netz und kann das Ganze auch von innen absperren, dass eben, wenn ich es von innen abgeschlossen habe, kann keiner von draußen reinkommen. Hier oben habe ich in meiner Tür nochmal ein extra Licht. Das heißt quasi, wenn ich mich hier draußen nochmal umziehen möchte oder ein bisschen Licht brauche, bevor ich reinklettere, kann ich das hier abends ganz gut verwenden. Beide Türen lassen sich natürlich mit diesem Moskitonetz hier auch zumachen. Das heißt, ich hätte hier eine Durchlüftung in der schwülen Nacht, ohne dass die Moskitos bei mir reinkommen. Hier seitlich habe ich noch ein kleines Staufach. Auf der anderen Seite habe ich da meine Duschhahn drinnen. Nun kommen wir zum spannenden Teil vom Camper, dem Innenraum. Wir haben hier eine 10 cm dicke Federkernmatratze. Wir haben hier außerdem noch drunter, das zeige ich direkt mal, die ist nämlich zweigeteilt. Ich kann das so zur Seite schieben und habe jetzt hier drunter nochmal Staufächer. Einmal hier eins seitlich, einmal hier ein großes in der Mitte
und nochmal ein drittes dort drüben. Das heißt, ich kann hier nochmal einen Satz Bettwäsche mitnehmen oder generell Zubehör, was ich nicht alltäglich brauche, aber mitnehmen möchte, kann ich hier ganz einfach verstauen. Hier hinten habe ich noch eine verstellbare Rückenlehne. Das heißt, auch wenn ich mal abends noch ein Buch lesen möchte, kann ich das Ganze so einstellen, dass ich das eben dann in einer schönen Position und angenehmen Position machen kann. Hier ist der Lichtschalter für das Licht draußen, einmal in weiß und einmal in gelb. Und hier ist nochmal eine doppelte USB-Steckdose. Auf beiden Seiten ist das genau identisch, ähnlich hier mit dem Nachtkästchen. Dadurch kann ich eben mein Handy dann drinnen aufladen, kann hier dann mein Buch reinlegen, wenn ich schlafen möchte. Und habe hier hinter, das kann ich auch aufrollen, hier hinter habe ich noch den Nachthimmel, dass ich quasi auch, während ich im Bett liege, rausschauen kann. Hier hinten haben wir dann noch unsere Staufächer im Innenraum. Auch hier ist es schön, dass das Ganze ähnlich wie der Wassertank auf der Achse liegt. Das heißt, ich kann hier mein Gepäck reinmachen, wie ich möchte, ohne mir um meine Stützlast Sorgen zu machen. Können mal eins aufmachen. Hier sind 2 Fächer. Hier ist nochmal ein großes Fach. Und was wir dann noch hier links drüben haben, hier drinnen die Elektronik. Das heißt, das ist alles hier im Innenraum. Oben ist der Schaltkasten, der dann eben auch rot blinken würde, sollte irgendetwas ausfallen. Und unten drunter hat man den Solarladeregler und eben die ganze Elektronik. Hier im Innenraum haben wir jetzt nochmal USB-Steckdosen und einen Zigarettenanzünder. Daneben 2x 230 Volt Steckdosen, zum Beispiel um den Laptop aufzuladen. Das hier drüben ist mein Regler für meine Standheizung. Die Standheizung kommt hier innen rein, durchlüftet eben den Innenraum. Es ist eine 2 kW Standheizung von Autotherm. Das heißt, selbst auf der niedrigsten Stufe wird es hier warm genug. Das hier ist nochmal so ein kleiner Batteriemesser von Victron. Dadurch kann man eben immer verfolgen, wie voll die Batterie geladen ist. Prinzipiell lassen sich auch alle Geräte von Victron mit einer App verbinden und über Bluetooth überwachen und steuern. So hat man aber auch ohne Handy in der Hand den Überblick und muss jetzt quasi abschalten, das Handy weglegen und hat trotzdem alles genau im Auge, wie viel die Batterie noch an Akku hat. Das ist unser Edgeout Camper. Sollte das Video euer Interesse geweckt haben, kommt gerne mal uns in Schwarzach besuchen. Wir haben den Camper immer vor Ort ausgestellt. Da könnt ihr ihn euch einmal anschauen, alles auf und zu machen und auch mal reinlegen. Alles bezüglich Preise und Lieferzeit findet ihr in unserem Shop. Dazu einfach den Link in der Beschreibung folgen und da gibt es dann auch noch mal wahrscheinlich ein paar detailreichere Infos und Bilder. Wir freuen uns auf eure Kommentare, folgt uns gerne auf Instagram, abonniert uns und vielleicht bis demnächst.